Willkommen zu einer neuen Folge Interview mit einem Imker. Wir haben Boris heute zu Gast. Ähm, Ganz viele haben wahrscheinlich jetzt das Thumbnail bei YouTube gesehen und haben gedacht, der Name kommt mir bekannt vor. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gern. Ich bin Boris Bücheler und der ein oder andere kennt mich vielleicht, wenn er manchmal die Bienen und Natur, eure Imker-Fachzeitschrift des Vertrauens aufschlagt, und ich tauche da manchmal auch irgendwie auf Seite 3 auf, wenn ich gerade dran bin, irgendwie das Editorial zu schreiben. Ähm, ja, schon gespoilert, also ich arbeite für die Bienen und Natur, schreibe da, redigiere da, mache alles, was anfällt, und genau, daher könnte mich der ein oder andere von euch vielleicht kennen. Und ihr habt eine relativ lange Imkertradition bei euch in der Familie, wenn ich das richtig gelesen habe, recherchiert. Genau, also ich habe bei den meisten Imkern so, dass sie irgendwie ausholen, wenn man irgendwie fragt, und wie bist du zum Imkern gekommen? Und dann erzählt jeder irgendwie von seinem Urgroßvater und einem Bienenhaus. Bei uns ist klischee-mäßig ganz ähnlich. Also mein Urgroßvater, da ist überliefert, der war schon Imker und hat auch bei uns so einen lokalen Imkerverein mitgegründet. Dann mein Urgroßvater hat groß geimpft, dann war quasi eine Generation Pause. Mein Vater und mein Onkel wurde groß, die haben das auch später noch einen Imkermeister gemacht und das Ganze ein bisschen so zum Nebenerwerb ausgebaut. Und jetzt so die nächste Generation, das bin so ich und meine zwei Brüder, und wir sind eigentlich auch alle leidenschaftliche Imker. Schon seit wir irgendwie laufen können, wurden wir da mitgenommen und ein bisschen am Anfang hineingezwängt, dass es hieß, jetzt geht mal mit zu den Bienen. Und am Anfang wurden wir dann noch verstochen und alles mitgemacht, ja. Cool. Wir haben gerade schon im Vorgespräch aber gesagt, wir sprechen erstmal über deinen Job und dann sprechen wir hinterher noch ein bisschen über Bienen. Ähm, Erzähl mal, wie bist du zu Bienen und Natur gekommen, beziehungsweise was hast du studiert oder wie war dein Weg, dass du gesagt hast, ne, da will ich hin? Ähm, ja, der Weg war nicht so geradlinig, wie man wahrscheinlich jetzt so annehmen könnte. Dass es schon ein ziemlich cooler Job ist, also schon auch so ein Traumjob für mich. Aber ich habe tatsächlich direkt nach dem Abi Journalismus studiert, irgendwie noch mehr mit der Intention, Sportjournalismus, das war irgendwie immer so mein Traum, im Fußballstadion sitzen, da Spiele kommentieren, irgendwie die Fußballer interviewen, das nachher niederzuschreiben. So im Studium habe ich da teilweise auch ein bisschen reingeschnuppert, wurde mir dann aber irgendwie so ein bisschen zu primitiv, das nachher alles zu kommentieren, welcher Fußballer wechselt jetzt für wie viele Millionen dahin, und so dieses ganze Fußball-Business wurde mir irgendwann dann auch zu krank und zu überdimensioniert, und ich wollte eigentlich dann auch nicht irgendwie so ein bisschen der Clown in der Manege sein, der das alles noch so ein bisschen lustig kommentiert und da nachher sagt, oh Neymar jetzt für 200 Millionen dahin und so. Das war dann irgendwie, bin ich ein bisschen davon abgekommen und habe dann irgendwie schon im Studium, haben alle gesagt, wenn wir irgendwelche Sachen machen mussten, irgendwie so über spezielle Hobbys oder spezielle Themen, habe ich mich irgendwie schon immer so ein bisschen auf die Imkerei fokussiert, habe da auch Projektarbeiten dazu gemacht, irgendwelche kurzen Radiobeiträge in die Richtung, und alle haben immer gesagt, irgendwie, da ist so ein Feuer da und man sieht es in deinen Augen, das blitzt so, wenn du darüber berichtest, so über die Imkerei. Probier das doch mal so. Und ich dachte so, ja, nee, eigentlich gibt es da ja gar nicht viel. Was gibt es da viel zu schreiben? Meine Abschlussarbeit habe ich nachher gemacht als Inhaltsanalyse von Bienen und Natur und einem Bienenjournal, quasi, was zeichnet die Hefte so aus, was haben die für Inhalte, und genau, dann habe ich mich danach bei Bienen und Natur beworben, wurde dann angenommen, ähm, habe dann ein Volontariat gemacht, da bei der Zeitschrift bei uns im Verlag, und genau, bin jetzt da fest angestellt als Redakteur bei Bienen und Natur und macht super viel Spaß. Ja, glaube ich. Was ist in deiner Abschlussarbeit denn dabei rausgekommen? Also, was, hast du die Zeitschriften verglichen oder hast du die Inhaltsanalysen gemacht zusammen, so als die einzigen beiden Imker-Zeitschriften auf dem Markt? Oder?
Ja, mehr oder weniger hat sie halt angeboten, weil es die beiden größten waren und so die wichtigsten. War eine quantitative Inhaltsanalyse, soll heißen, ich habe halt geschaut, was für journalistische Darstellungsformen sind da drin. Zum Beispiel, wie ist das Verhältnis halt, wie viele Reportagen sind drin, wie viele Porträts von Imkern, wie viele Interviews sind das Interviews zu Personen, also so wie wir es jetzt teilweise machen, oder Interview zu Sachen. Wenn ich jetzt frage, irgendwie Neonicotinoidverbot, wir fragen jetzt hier diesen Experten, das so ein bisschen seziert. Ja, war jetzt nicht auch immer so spannend, weil es tatsächlich, ich musste von einem Jahrgang bei beiden Exemplaren alle Hefte durchgehen und da immer alles so einsortieren und da ewig lange Tabellen gemacht. Das nachher durch ein Statistikprogramm gejagt, weil das so die Vorgabe ist bei so wissenschaftlichen Arbeiten. Und letztendlich waren auch die Analysen nicht so spannend. Es war mir so, dass man halt einmal diesen ganzen Jahreszyklus so ein bisschen durchgearbeitet hat und dass ich dann eigentlich alles kannte. Und dann schon auch sagen konnte, das könnte man vielleicht ein bisschen pfiffiger machen, von dem bitte ein bisschen weniger, das ist manchmal ein bisschen überpräsent oder dieses Thema vielleicht ein bisschen mehr, also tatsächlich mehr lebendige Sachen, mehr Reportagen, mehr Porträts, was wir jetzt heute schon auch machen, im Gegensatz zu früher, so mein Empfinden, ja. Ja, das glaube ich auch. Cool. Wie sieht denn das bei euch so in der Redaktion aus? Also wie viele Leute sind das? Wie arbeitet ihr im Moment zusammen? Wahrscheinlich das meiste online oder wie muss man sich das vorstellen? Wir sind insgesamt in der Redaktion 6 Leute, wild verstreut über ganz Deutschland. Also eine Kollegin, die sitzt in Berlin oben, ein Kollege, der Jürgen Schwenkel, der fast schon jahrzehntelang Chefredakteur war, der sitzt im Schwarzwald, der hat davon früher das Blatt immer mehr oder weniger gemacht. Und in München sind wir zu viert. Momentan, dank Corona, sind wir auch die meisten im Homeoffice. Ich bin ab und zu mal wieder im Verlag, weil also für mich vom Arbeiten her ist manchmal wichtig, da doch mal wieder reinzukommen und irgendwie so das gewohnte Arbeitsumfeld zu haben. Genau. Und sonst hat eigentlich so jeder ein bisschen seine Aufgaben in der Redaktion, jeder kümmert sich um seine Themen. Wir haben eigentlich pro Woche immer eine große Konferenz, wo wir dann durchgehen, wie füllen wir das Heft jeden Monat, welche Themen könnten wir mal aufgreifen, welche Themen eher nicht. Genau, und sonst sind wir eigentlich laufend im Kontakt, eben auch jetzt mit Teams per Telefon, telefonieren eigentlich täglich miteinander und ja. Okay. Und wie ist da so die Ideenfindung? Ist das, du sagtest, ihr macht einmal im Monat dann für das Heft für den nächsten Monat dann die Stories und wie das Heft aussieht? Oder gibt es da so einen Jahresplan, dass man sagt, so, ne, wir haben hier die Reportage aus, was weiß ich, Mazedonien, die kommt im September und dann haben wir die Monatsbetrachtung und dann haben wir durchs Jahr mit sowieso und dann wird der Rest drumherum gefüllt oder wie funktioniert das? Ja, insgesamt ist es schon irgendwie so ein laufender Prozess, sowohl irgendwie bei den Titelthemen, also da haben wir schon eine Jahresplanung grob, wann bringen wir was. Das ist natürlich schon saisonal gesteuert, da würden Sie ja den Vogel zeigen, wenn wir im Oktober mit Honigernte kommen. Klar, also das ist ja selbsterklärend. Auch die Monatsbetrachtung steht ja quasi immer so ein bisschen als Herzstück in jedem Imkerfachmagazin schon fest. Und dann, wie du sagst, irgendwie solche Sachen wie Reisereportagen oder auch wenn wir Serien haben. Beispielsweise, da verrate ich jetzt nicht so viel, werden wir bald eine Serie haben von Imkerinnen, die Erwerbsimkerinnen sind. Und das kann man halt davor dann schon einplanen, dass man sagt, wir haben dann nachher 4, 5 Porträts, die halt dann nachher jeden Monat oder jeden zweiten Monat irgendwie ablaufen und das dann halt über das nächste Jahr, über die nächsten 1,5 Jahre. Ganz aktuelles Beispiel, jetzt momentan sieht man gerade bei allen Imkern, die halt ihre Pollenersatzfütterung machen. Ja. Wir haben jetzt als Titelthema am nächsten Heft, manche hatten es jetzt schon im Briefkasten, das Titelthema Pollen, also Wichtigkeit von Pollen und unter anderem die Claudia Garrido, die bei uns eine Kolumne schreibt, die hat eben auch geschrieben, ja, Pollenersatzstoffe, sie behandeln halt eher das, was eigentlich so falsch läuft in der Landwirtschaft und der Umwelt, dass Pollenmangel herrscht, eher nicht so gut.
Jetzt Ja. haben wir dann halt auch gesagt, okay, wir sehen schon den Trend, der jetzt irgendwie aufkommt. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Irgendwie ist schon mehr dieses Jahr, wo Ja, tatsächlich Bilder posten, ja. ich fühle mir jetzt mit diesem Ding und ich rühre mir selber was an. Mehr als die letzten Jahre, oder? Wie Schon. hast du das? Ich glaube, ich glaube, es liegt viel an Bernhard Teufels Buch. Das war auch meine erste Theorie, genau. Ja. Ähm, ich ich probiere auch schon seit einiger Zeit damit rum. Ich sehe das ähnlich, wie du es gerade schon angedeutet hast. Eigentlich haben wir in Deutschland nicht das Problem, dass wir Pollenmangel haben. Da, wo es herkommt und wo die Versuche stattfinden, Randy Oliver oder andere Leute in Kalifornien, die haben halt 400 Völker an einem Platz. Mhm. Dass da ein gewisser Pollenmangel herrscht, ist nachvollziehbar. Und das ist zu der Zeit, wo die auswintern, keine Pollen gibt. So, ne? Mhm. Bei uns hier, weswegen ich damit rumprobiere, ist eigentlich nur, weil wir relativ häufig Flugwettermangel haben. Also du hast die Pollen draußen vor der Tür, aber die können nicht raus, weil bei uns im Norden manchmal hast du Pech und es regnet einfach 2 Wochen lang durch. So, und dann ist die Hoffnung darauf, dass wenigstens dann das Brutgeschäft nicht wieder eingeschränkt wird. Aber ganz ehrlich, passiert vielleicht in einem von 5 Jahren. Mhm. Und, und selbst dann ist die Frage, ob es messbare Unterschiede irgendwie gibt. Also ich glaube, Bernhards Buch hat da ein bisschen was zu sagen. Und es ist auch so, der alle Imker möchten ihren Bienen ja was Gutes tun. Ja? Und möchten dafür sorgen, dass sie alle Ressourcen zur Verfügung haben und so. Und die Komponenten da drin kosten ja nicht so viel, wenn du jetzt nicht irgendwie kriegst man es her, Tschechien oder so, im Moment aus England gibt es, glaube ich, wie heißt es denn? Pollenersatz, der nicht Be-Strong. Oh. Strong ist österreichisch von Ja, wie Vital. heißt es denn? Ich bin nicht so fit beim Pollenersatz. Das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Wenn man da nur extra eine Verdammt. Wanderung, damit wir irgendwie in Pollen reinkommen. Später fällt mir der Name noch ein. Verdammt, gibt's da gar nicht. Ja, Ja, auf jeden Fall, das war jetzt halt so ein aktuelles Thema, wo wir dann gesagt haben, okay, das könnten wir tatsächlich mal aufgreifen. Also entweder dann im Spätsommer, wenn es wieder aktuell wird, oder dann halt tatsächlich nächsten Februar mit Forschung, wie du gesagt hast, aus den USA. Wie sieht es da aus, weil es eben eine komplett andere Landschaft ist als bei uns. Tatsächlich vielleicht irgendwie einen Imker aus Österreich zu Wort kommen lassen, der da irgendwie ganz hoch in den Alpen steht und das halt auch irgendwie das Pollenangebot nicht da ist, dann machen wir vielleicht da ein Do-it-yourself-Rezept, wie können Imker selber ihren ja, Futterteig anrühren, dass wir dann halt so eine breite Produktpalette schaffen. Das zeigt irgendwie auch, das haben wir jetzt irgendwie schon angegangen, haben die Idee, haben das mal ein bisschen niedergeschrieben. Das wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass wir da irgendwie monatelang nichts machen und dann sagen wir halt im September, Oktober, okay, jetzt müssen wir das mal so langsam anschieben, wir müssen da dafür Autoren finden. Was machen wir draus? Das kann nachher sein, das wird irgendwie 2 Seiten, es kann sein, es wird 4 Seiten. Ja, aber wir haben es quasi schon vermerkt und so läuft es irgendwie bei allem so. Man hat irgendwas im Hinterkopf, schreibt es mal nieder, diskutiert, seht ihr das Thema auch so? Hat das ja, eine Relevanz? Ist das gerade ein Trend? Und genau, so entwickeln sich irgendwie die Themen dann. Ja. cool. Und wie fügt ihr das dann nachher zusammen? Also ihr habt wahrscheinlich einen Chefredakteur, der dann am Ende entscheidet und sagt und wie? Oder ist das, weil das klingt für mich jetzt gerade so, ja, dann gucken wir mal und dann macht mal einer was und macht der andere mal was und nachher kopieren wir das zusammen und dann wird da schon irgendwie was draus. So ist es natürlich nicht, genau. Also da haben wir dann halt unsere Redaktionskonferenzen. Wir haben ja immer eine ähnliche Heftmischung so, also wie gesagt, so Monatsbetrachtung vorne drin. Dann schauen wir natürlich immer, dass wir schon auch gut was an Imkerpraxis haben. Also tatsächlich irgendwie, ich stehe am Bienenstock, welches Problem kitzelt mich jetzt gerade, wie mache ich einen Zwischenableger von oben oder von unten. Das wird dann halt irgendwie praktisch aufgeführt. Dann haben wir gern so Naturthemen, etwas buntere, also irgendwie auch mal Naturporträts von verschiedenen Pflanzen, von Bienenweide, von Wildbienenarten, irgendwas immer mit zum selber machen, seien es Ja, irgendwie Bienenwachstücher selber machen, eine Schuhcreme mit Wachs, solche Sachen. Und genau, so geht es dann manchmal zu, irgendwie ein bisschen wie auf dem Bazar. Man sagt ja jetzt von diesem Thema
von diesem Themenkomplex haben wir jetzt schon genug drin und das schieben wir eher aufs nächste Heft und da Ja, brauchen wir noch was. Also manchmal geht es auch ein bisschen zu wie auf dem Bau, dass man irgendwie so eine Woche vor Abgabe ist und dann, oh Scheiße, uns fehlt da noch eine Seite oder wir müssen da irgendwas noch reindrücken, weil irgendwas nicht aufgeht, weil wir haben dann ja immer verschiedene Sprünge so und dann sagt man, okay, ich habe da noch was, ich könnte da noch schnell ein Interview machen mit dem und so ist es eigentlich immer ein laufender Prozess, genau. Und im Schluss muss natürlich einer sagen, naja, also meistens ist so, dass wir zu viele Seiten haben irgendwie, weil okay. jeder natürlich macht und macht und dann müssen halt manchmal auch Geschichten geschoben werden, wo man sagt, okay, die bringen wir jetzt im nächsten Heft. Das ist aber Standard so auch bei anderen Zeitungen, Zeitschriften, also was irgendwie Tageszeitungen teilweise an Ausfallhonorar zahlen, also tatsächlich die zahlen Honorar für Autoren, von denen Beiträge nie erscheinen, das ist da Wahnsinn, weil die halt einmal beauftragt wurden und dann haben sie einmal nicht gepasst, man hat sie weitergeschoben Ja, und irgendwann passen sie dann gar nicht mehr und dann sind sie quasi für die Tonne. Das, ja, hat man irgendwie so im Hinterkopf, wenn es irgendwie um Fleisch geht oder um Joghurt, wenn der irgendwann mal rausfliegt aus dem Kühlschrank, aber dass das tatsächlich im Journalismus manchmal auch so ist, das, ja. ja, hat man manchmal nicht so im Kopf. Aber das Verrückt, ist bei ja. uns eigentlich gar nicht. Also bei uns lümmeln eigentlich keine Beiträge jetzt jahrelang da irgendwie auf der langen Bank rum. Wir bringen sie dann schon, aber es kommt schon vor, dass man manchmal was schieben muss. Dann. Ja. Ja, ja. Ja, ja, glaube ich. Könnt ihr irgendwie messen, was bei euch gut ankommt und was nicht? Jetzt unabhängig von Leserbriefen oder sowas? Oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das herauszufinden? Macht ihr irgendwie Befragungen von Abonnenten oder? Im Printheft tatsächlich, also können wir nichts messen. Hm, Es sind tatsächlich irgendwie ja, qualitative Gespräche, die man halt so führt. Wenn man dann sagt, okay, das interessiert mich jetzt, das interessiert mich nicht. Wir haben auch schon Leserbefragungen gemacht, war aber noch vor meiner Zeit. Genau, also es ist schon auch immer viel Bauchgefühl und insgesamt so in die Leserschaft reinhorchen. Online können wir das tatsächlich messen, welche Beiträge werden gut geklickt, welche Beiträge werden auch per Google gesucht, welche eben auf Social Media, wie lange sind die Leute da drin, da kann man dann schon sehen, irgendwie lesen sie nur den ersten Absatz und sagen danach, interessiert mich doch nicht oder lesen ja, sie alles. Das ist dann schon interessant, ja, was da so okay, gut sieht und was nicht. okay. Ähm, aber ne, bei mir, probiere ja auch immer irgendwie ein bisschen die Bandbreite zu erhöhen, ne, und auch mal mit anderen Leuten zu sprechen, die mit der Imkerei Geld verdienen, obwohl sie jetzt nicht Profi-Imker mit 200 Völkern sind. Aber ganz viele Nachrichten, die ich bekomme oder Kommentare, sind immer wieder Kisten, Betriebsweisen, wie macht der Varroa? Also ähm, da scheint ein großes Interesse da zu sein. Ja, da haben wir aber eben auch diese Ausgewogenheit. Also wir haben dann teilweise auch Sonderhefte, irgendwie so dieses Varroa im Griff. Da geht es dann ein komplettes Sonderheft tatsächlich nur um Varroa, super gut nachgefragt, ähm, weil wir tatsächlich auch das Hauptheft dann nicht vollballern können, irgendwie so komplett hundertprozentig nur Varroa, nur Ja, Beutenvergleiche. Da gehört es dann halt auch mal zu einer guten Mischung, dass man irgendwie doch mal eine Reportage hat und schaut ein bisschen über den Tellerrand und sagt, so, wie funktioniert eine Imkerei in Schottland? Was haben die für Honige? Was haben die für Bienen? Für eine Betriebsweise? Also wir wissen das schon auch, dass es wahrscheinlich dann nicht so viel lesen wie die Monatsbetrachtung oder wie wenn wir jetzt machen, irgendwie Honig cremig rühren, das sind die besten Tipps. Das werden natürlich viel mehr Leute lesen, wie jetzt irgendwie die ja, Reisereportage aus Neuseeland wahrscheinlich, ja. ja, Aber gehört eben auch dazu und das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, ist absolut wichtig, ja. ja. Wie knobelt ihr dann aus, wer nach Neuseeland darf oder nach Schottland? ähm, leider gar nicht. Also Ja, da hat noch keiner gesagt, hurra, hier habt ihr irgendwie Reisebudget für 3 Wochen und bringt eine nette Geschichte mit. nee, Ähm, funktioniert tatsächlich so, also wenn von uns da jemand irgendwie im Urlaub ist, kommt höchst selten vor und man hat noch irgendwie Zeit für eine Reportage oder so, dann macht man was. Oder hauptsächlich haben wir halt Autoren, die irgendwie in der ganzen Welt unterwegs sind. Also einen haben wir, den Fritz Höfler, jetzt gerade auch nicht mit Marathon, aber das ist ein begeisterter Marathonläufer und der war irgendwie schon
in Tokio und in New York und so, und der kommt da viel rum, ist auch Imker und sagt dann immer, hey, ich gehe da wieder hin oder ich war da gerade und habe einen Imker besucht und könnt euch was Nettes schreiben irgendwie, und habe ein paar Bilder gemacht. Mhm. Und genau, so haben wir dann Autoren, die uns Ach, dann cool. quasi die Berichte schreiben, die Ja. halt dann unterwegs sind. Und die Ja. sind dann quasi Freiberufler für euch und die kriegen dann ihre Berichte vergütet und dann melden die sich Genau, wieder, wenn ja. sie was. Ja. Ja. Okay, cool. Du sagtest gerade Social Media. Du bist für Social Media bei euch auch verantwortlich? Ja? Jawohl. Jawohl. So, dann erzähl uns mal, was du über Social Media und Imker und so denkst. Was ich über Social Media, die Frage überrascht mich jetzt. Ja, überhaupt. Ähm, Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du in irgendwelchen Facebook-Gruppen drinne bist oder so. Klar, ich verstehe Social Media für die Zeitschrift, ist natürlich was anderes, aber worauf ich hinaus will, ist, wie siehst du Social Media und Imker Ausbildung oder Kommunikation oder so weiter? ja, ich bin auch in massig Imkergruppen drin. Teilweise zu sehr noch passiv Mitleser schon seit Jahren, und man kommt einfach auch oft nicht dazu, da immer alles zu durchforschen und immer die guten Tipps zu geben. Manchmal mache ich es auch, wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, so, da habe ich jetzt auch was Gutes beizutragen. Prinzipiell finde ich Social Media ein super Tool, um sich zu vernetzen. Das machen ja auch viele Imker recht gut. Also ich bin auch echt in so manchmal ein bisschen nerdigeren Gruppen drin, irgendwie Deutsch Normalmaß 1,5, und da wird dann halt auch Ich irgendwie auch. über Schieden diskutiert. Ja, super. Pascals Gruppe, schöne Grüße. Ja, genau. Grüß an Pascal. Oder irgendwie Königinzucht oder sonst was, und da ist schon immer sehr, sehr konstruktiv, und man bekommt eigentlich auch immer eine gute Antwort irgendwie und kann sich gut vernetzen, auch bei so speziellen Themen, aber teilweise in so großen irgendwie so Neuimker, Jungimker-Gruppe oder wie es heißt irgendwie, wo Ja. dann 15.000, 20.000 Leute drin sind, und irgendwie so diejenigen, die jetzt irgendwie so seit einem Jahr 2 Völker haben, denjenigen die Tipps geben, die irgendwie noch gar keine Völker haben, dann denkst du manchmal auch, ja, müsste jetzt nicht so sein. Also das ist irgendwie bei allem so, das Social Media befeuert dann schon auch Trends, also es kann ins Positive, aber auch irgendwie ins Negative gehen. Hm. Und ja, was man halt auch viel zu wenig berücksichtigt, irgendwie jeder Imker hat seine eigene Betriebsweise, jeder hat eine andere Kiste, jeder hat eine andere Region, und teilweise irgendwie so dieses Kräftemessen auf Social Media stört mich teilweise schon auch ein bisschen, dass dann die Ersten nervös werden irgendwie in Niederbayern, weil die in Norddeutschland schon schleudern irgendwie Ende April und dann sich entschuldigen müssen, wieso sie noch nicht schleudern, und dann irgendwie schon die ersten Refraktometer wieder einer, ach, ich habe heute 15,2% Wassergehalt, und jeder, der irgendwie drüber ist ein schlechter Imker. Und ja, das ist dann schon irgendwie so ein Aufgebausche auch manchmal. Also Ist es so, kann ne? ein super Tool sein, mein Fazit, aber soll auch jeder nochmal irgendwie kritisch hinterfragen und auch irgendwie so im realen Leben ein bisschen seinen Imkerpaten haben, indem man auch Ja. mal, wo sich nicht immer alles so aufbauscht und man immer nur irgendwie von oben herab getadelt wird. Ja, sehe ich genauso. Ich kann auch schon nicht mehr antworten. Also, egal was du schreibst, du wirst sofort runtergeputzt von allen Leuten, als wärst du. Es ist schon. Manchmal kennst du ja auch die Leute, die dahinter schreiben, und dann denkst du auch, Leute, also da gibt dir gerade jemand einen Tipp, der hat 150 Völker und wird von jemandem zerrissen, der irgendwie 3 Völker im Garten hat, und probiert dem dann das klar zu machen und so. Das ist schon schwierig. Aber ich finde, auf Instagram habe ich so viele nette Leute kennengelernt, und ganz viele von den Interviews hier sind über Instagram zusammengekommen. Ich finde, da ist die Stimmung viel, viel besser, viel angenehmer, viel mehr Hilfe untereinander, viel mehr Quatschen, so Wobei über es halt dies auch oder nicht so in jenes. die Tiefe geht, oder auf Instagram. Ja. Also ich hatte irgendwie auch schon irgendwie, dann schreibt man halt irgendwie so Privatnachrichten, wenn man tatsächlich irgendwie dann irgendwie Stories oder so sieht, ja, wie machst du das jetzt? Oder aber so irgendwie halt diese Plattform, dass man irgendwie sagt, hallo, ich brauche hier gerade Hilfe, Ja. ich will einen neuen Deckelwachsschmelzer kaufen, was könnt ihr empfehlen? Das Ja. sind dann halt so diese großen Facebook-Gruppen teilweise doch besser, finde ich. Ja. Aber ja. Ja.
Prinzipiell sehe ich Ja. es wie du. Instagram ist da schon noch ein bisschen Ist, gechillter, ruhiger, weniger also aufgehetzt. kann man mal reingucken, ohne dass du gleich schlechte Laune kriegst, ne? Das ist, Ja, aber ist ja so. Wart mal ab, das dauert nicht mehr lange, dann geht es wieder in den Wettbewerb, wer als erster die Honigräume drauf hat. Es gibt kein zu früh und so, ne? Wir ja, haben Anfang März, das muss jetzt losgehen. ja, und auch, Ja, dass dann irgendwie jeder Jungimker, wenn dann irgendwie ein Schwarm am Baum hängt, ja, was hast du überhaupt für eine Schwarmkontrolle gemacht? Und sag mal, geht's noch? Und alles falsch. Und ja, ähm, dass halt insgesamt auch die Akzeptanz so nicht da ist bei den Imkern, dass man irgendwie, jeder will was anderes von seiner Imkerei. Der eine, der will irgendwie so ja, ein bisschen fliehen aus dem Alltag, absolut in Ordnung. Der andere will tatsächlich, weil er Berufsimker ist, muss irgendwie auf den Honigertrag gehen, weil er seine Familie damit ernähren muss. Wieder ein anderer hat irgendwie so ein Mittelding, der vertreibt sich halt gerne irgendwie das Wochenende bei den Bienen wie ich. Da ist dann irgendwie der Honigertrag schon auch wichtig, wenn man ein paar mehr Völker hat. Aber ich muss jetzt nicht davon leben und muss jetzt auch nicht die Monsterpreise haben. Honigpreisdiskussion, ja auch so ein Thema irgendwie, wo ja, alle ja, mit dem Keulen aufeinander einhauen. Und so hat auch jeder seine eigene Sichtweise. Und ich fände, da täte es einigen mal gut, wenn sie irgendwie einen Gang zurückfahren und sich auch mal irgendwie so ein andere hineinversetzen und dann sagen, ja, er hat eine hm, andere Region, andere Betriebsweise, andere Motivation. Den kann ja, man durchaus auch mal so leben lassen und da muss ich jetzt nicht sofort irgendwie ja, mich in anderem Maß regeln. Ja. ja, das glaube ich. Wie seht, weil du gerade Honigpreis sagst, wie habt ihr da einen Konsens in der Redaktion bei euch? Der muss höher oder der ist gut so oder ist das, hat da auch jeder seine eigene Meinung? Ähm, ja, wir haben den Konsens schon, die Leute sollen einen ordentlichen Preis verlangen für ihren Honig. Aber selbst wir intern in der Redaktion haben komplett unterschiedliche Preise, weil wir eben auch in unterschiedlichen Regionen sind. Also mein Ja, Kollege, der Jürgen im Schwarzwald, der kriegt halt seinen Tannenhonig für 10 Euro auf dem Markt verkauft. Das wäre bei uns irgendwie in Oberschwaben, wo der Tannenhonig zwar schon auch gefragt ist, aber bei uns sind halt eher die Blütenhonige und auch der Waldhonig eher begehrt und heimisch. Komplett utopisch. Da würden wir für 10 Euro würden wir drauf sitzen bleiben. hm, Und es sind halt solche Sachen, wo man dann sagt, ja, wir können es auch nicht sagen, Leute, verlangt jetzt 6,50, 7 Euro nein. für euren Honig. Also wir hatten da auch im letzten Oktober hatten wir ja das Thema Honigvermarktung und hatten dann auch auf dem Cover ein Mädchen, das da ihren Honig verkauft hat und unten war noch irgendwie der Preis zu sehen. Oh nein. Hatten dann, glaube ich, 4,50 fürs Glas oder so. Und das Heft war draußen und auf einmal haben die Telefons Sturm geklingelt, unsere Postfächer waren voll und irgendwie kam dann von allen, ja, ihr sagt im Heft selber, also ich habe es sogar geschrieben, weil da auch die Aldi-Debatte war, Ja, Leute, verlangt einen fairen, guten Preis und verschenkt euren Honig nicht. Und dann ist auf dem Cover, verlangt da jemand 4,50 für ein Glas Honig. Wie passt das zusammen? Und wir sind da inkonsequent und alles Mögliche, ja. ja, Uns ist tatsächlich ein bisschen durchgerutscht, aber wir haben dann auch so intern gesagt, selbst wenn wir es so wahrgenommen hätten, wären wir jetzt auch nicht mit dem Photoshop-Pinsel drüber gegangen, hätten gesagt, wir ändern irgendwie den Preis ab oder wir machen es raus, weil es eigentlich von jedem Imker die individuelle Entscheidung ist, wie er seinen Honig verkauft. Und wir können ja, da auch nichts mehr machen als Tipps geben, ja, was auch immer. ja, 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 stimmt. Cool. Dann erzähl uns noch mal ein bisschen was über deine Imkerei oder eure. Ne? Ihr seid, du sagtest gerade, du bist in der Gruppe Deutsch Normal anderthalb. Welches Maß Jawohl. habt ihr? Du bist ja in Süddeutschland, musst du ja eigentlich klassisch Zander zweiräumig haben. Das wird in Hohenheim so gelehrt. Tatsächlich leiden wir auch ein bisschen, das hört sich jetzt auch schon wieder so übertrieben an. Also früher hatten wir bei uns in der Region so im Lokalen alle Deutsch-Normalmaß, fast alle. Und jetzt kommt schon ein bisschen mehr der Trend auch, eben Zander aus Hohenheim runter und die Fachberater sagen eigentlich auch Zander zweiräumig. Immer mehr sagen jetzt auch Dadant. Und früher konnte man immer noch relativ gut Völker verkaufen im Frühjahr auf Deutsch Normalmaß.
Mittlerweile haben aber alle Jungimker Zander und da kriegst du halt keine Völker mehr verkauft in dem Rähmchenmaß. Mhm. Und wahnsinnig, wie das jetzt irgendwie so sich die letzten 10, 15 Jahre schon irgendwie gewandelt hat, ja, vom Rähmchenmaß. Und wir da jetzt noch so ein bisschen Exoten sind und weil wir eigentlich auch Arbeitsspitze so in der Imkersaison ist einfach meistens die Schwarmzeit und mit Kippkontrolle und da dann irgendwie die 20 Waben durchwühlen, wenn dann tatsächlich was brennt, halt immer irgendwie jetzt nicht so ideal. Deshalb sind wir auch da vor circa 10 Jahren da hingekommen. Einräumiger Brutraum, Deutsch Normalmaß 1,5 und haben jetzt so, ja, wahrscheinlich 50-50 bei den Völkern. Ja, wahrscheinlich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, 1,5. Also wir haben beide Betriebsweisen noch parallel, also zweiräumiger Brutraum, Deutsch Normalmaß und Deutsch Normalmaß 1,5. Ja. Ja. Und habt ihr mal einräumig mit Normalmaß probiert? Oder? Tatsächlich nicht so oft notgedrungen, also irgendwelche Schwächlinge, die nicht wirklich in die Pötte kommen, so im Frühjahr, wo man auch sagt, da rentiert sich jetzt echt nicht, dass du da einen zweiten Brutraum gibst. Da geben wir dann halt tatsächlich dann gleich das Absperrgitter nachher in der Obstblüte auf die erste Zarge und dann nachher Honigraum drauf, Ja. dass von denen dann tatsächlich nachher auch noch was rumkommt an Honig. Ja. Aber sonst tatsächlich jetzt nicht so oft. Ja. Okay. Hast du Erfahrung damit? Ja, ich habe im ersten Jahr zweiräumig geimkert, weil ich so gelernt habe. Hab's dann verworfen. Also wir haben hier relativ frühe Kirschblüte, Anfang April. Und im Anfang April sind die Völker, wenn ich da zur Salweidenblüte einen zweiten Brutraum raufsetze, und dann zur Kirschblüte den Honigraum, dann tragen die auch was ein. Das benutzen die aber alles für den zweiten Brutraum und für die Randwaben und irgendwie, also da kommt im Honigraum nichts an. Ja, aber wir überwintern halt prinzipiell auf 2 Zargen und nicht einräumig, einfach damit du eine gute Volksstärke hinbekommst und dass halt auch das Futter alles Platz hat. Also irgendwie einräumig überwintert auf einer Zarge Deutsch Normalmaß, also ganz klassisch. Haben wir vor 2 Jahren mal, also ganz, ganz spät aus der Tanne zurückgekommen sind. Aber sonst eigentlich tatsächlich nicht, dass bei uns schon auch ein Risiko ist. Na, kriegst du das Futter alles rein auf 10 Waben. Hast du auch 10 Waben oder auf 12? 11. Die Bad Segeberger? 11. Segeberger 11. Ja gut, dann kriegst du nochmal krieg noch 2 Kilo mehr rein. Kilo mehr rein. Aber ist eng. Ich muss jetzt auch jeden Stand, jedes Volk einmal anheben und bei einigen musst du dann Teig drauflegen. Ist so, ja. Aber ich habe auch, du fängst an und nimmst dir mal vom Imkerhandel mal irgendwie eine 1,5er Zarge mit, willst du mal ausprobieren und dann nimmst du nochmal 3 mit und dann nochmal 3 und dann mal gucken, wie sich das so langsam dann einschleicht. So, das ist ja das Schöne, die passen ja alle aufeinander, so das ist ja nichts verloren. Aber 1,5 ist schon ein ganz gutes Maß, gefällt mir gut. Gerade zum Winter einfüttern, wenn du keine Angst haben musst, dass du überfütterst oder dass nicht genug drin ist und so. Das ist schon echt angenehm. Wobei wir das jetzt auch schon hatten, dann teilweise, wie du sagst, mit Überfüttern. Du fütterst eigentlich gut ein und dann kommen dann irgendwie doch noch die blühenden Zwischenfrüchte im Oktober und November. Also ich hatte es einmal irgendwie, dass ich noch Königin bekommen habe auf dem Berufsimkertagen Donaueschingen. Dann dachte ich, okay, die weise ich jetzt noch irgendwie schnell ein. Und dann ziehst du da eine Wabe, was du ja normal nicht machst im November und dann ja komplett alles voller Futter und unten noch irgendwie Pollen auf den letzten Ecken, weil sich halt dann doch dermaßen noch vollgefressen haben und dann auf dem kalten sitzen. Also ja, hatten wir auch schon Probleme, aber das sind tatsächlich auch Ausnahmen. Also halt ist, jedes Imkerjahr ist anders, wie du jetzt sagst, bei uns dieses Jahr echt auch Futtermangel. Wir müssen eigentlich fast auch pauschal alle nochmal nachfüttern, während wir irgendwie letztes Jahr Futterwaben rausnehmen mussten am Schluss. Das ist eine Lotterie. So. Ja, es ist immer besser, wenn man versteht, was da passiert, anstatt dass man irgendwie nach einem Rezept vorgeht, ne? Und sagt, so jetzt 12 Kilo einfüttern, das langt, oder 15 oder was auch immer. So, gibt Jahre, da ist alles anders, ne?
Hm. Äh, also ihr habt Deutsch Normal 1,5, Holzkisten, Jawohl. flache Honigräume oder große oder Ganz normale, also ganz das, normal? ja, normale Deutsch-Normalmaß. Ja, Ja. in Holz. Das ist ganz schön schwer, oder? Ja, also das, was alle anderen immer sagen, irgendwie bei dir, Erwerbsimker, ähm, ihr hebt euch das Kreuz kaputt, das ist bei uns irgendwie schon immer regelmäßig der Fall und wir sind jetzt auch echt irgendwie so ein bisschen dran, da Arbeitserleichterungen zu schaffen Ja, und zu schauen, tatsächlich, wie kriegt man es hin, dass ich nachher nicht irgendwie mit 35 den ersten Bandscheibenvorfall habe und mit 40 muss schnell mit der Imkerei aufhören oder kannst du noch Königinnen züchten, weil du irgendwie ein komplett kaputtes Kreuz hast. Also ähm, ja, ist tatsächlich so, dass immer dann irgendwas zwickt nach der Saison. Manchmal ist ein gutes Zeichen, du weißt irgendwie, war ein gutes Honigjahr, wenn dann irgendwann mal alles wehtut, aber es ja, muss halt echt auch nicht sein, dass du ja. dich kaputt arbeitest. Ja. Ja, aber da gibt es ja Hebetechnik auf dem Markt, da kommst du bestimmt, hast doch Kontakte überall hin. Ja, die Hebetechniken, so die herkömmlichen, also ich habe auch mal einem befreundeten Imker geholfen, der hatte da auch so mit Akku, machst dann da die Honigräume hoch. Nee, das war überhaupt nichts für mich, irgendwie da Nee. so ein Gewühl. Und auch ein anderer Imkerkollege hat mir das mal gezeigt, also so Hebetechnik, wenn, dann müsste es tatsächlich irgendwie vom Hänger ausgehen, dass das Hm. direkt verlädt, aber ja, so bei uns ist so, wo wir alle noch ein bisschen Freude dran haben, so kleine idyllische Familienimkerei und man geht dann gemeinsam zu den Bienen, irgendwie so zu zweit, zu dritt und arbeitet dann gemeinsam und es ist Ja, auch nicht alles komplett mit Technik durchsetzt, dass man da sagt, man lädt dann ab mit dem Kran, sondern noch klassisch mit der Sackkarre irgendwie und das macht eigentlich auch allen so recht viel Spaß als Ausgleich zum Büroalltag oder sonst was. ja, Ähm, ja, das wird das jetzt auch glaube noch. ich. Jetzt musst du uns aber mal irgendwie eine Idee geben, wie groß ihr seid, wenn ihr das zu dritt macht und also Völkerzahlen musst du nicht verraten, aber irgendwie musst du uns erzählen, ob so, ne? Ja, ähm, normal schon gut. Wir haben schon über 100 Völker, ja, Ah, im okay. Normalfall. Ja. Ja, okay. Cool. Und ja, wie gesagt, wir machen es alle im Nebenerwerb und jeder hat so ein bisschen seine Themen, die er übernimmt in der Imkerei. Also meine Mutter macht vor allem die Honigvermarktung und irgendwie so mein Vater und ich machen viel Honig abfüllen und ich mache irgendwie so die ganze Wachs-Waben-Politik, bisschen dieses ganze Gedöns. Ähm, Mein Bruder, der ordnet dann immer den Honig, der weiß, was wo steht, irgendwie im Honiglager und welche Hobbuchs nehmen wir da und welche passen Hm. irgendwie so zueinander. Und mein Vater züchtet die Königinnen und ich erweitere dann dafür irgendwie gern die Ableger und jeder hat irgendwie so sein kleines Gebiet, was ihm Spaß macht und das Zeug, was ihm keinen Spaß macht, das kann man dann auch gern abgeben und macht dann ein anderer. Ja. Cool. Das klingt beneidenswert, echt. Schön. Ja, wirklich. Also cool. Mit der ganzen Familie und so. Schön. Ähm, Verkauft ihr Königin oder nur für euch? Was macht dein Vater? Ja, in der Regel nur für uns. Ja. So im kleinen Rahmen so verkaufen wir schon ein bisschen. Ja, aber Aber jetzt dann nichts. tatsächlich normal halt Edelzellen oder Prinzessinnen, aber jetzt irgendwie begattet normal nicht, ja. Ja, Also wir okay. haben tatsächlich auch, also Königinzucht sagt ja jeder irgendwie, also wir ziehen halt auch nur nach, wir Ja, ja, kaufen klar. auch verschiedene Königinnen zu, haben dann halt auch bei uns irgendwie ähm, Landbelegstelle, sage ich mal, die stehen alle im Obstgarten rum, die vielen Ableger und dann geht es darum, also wir beschicken jetzt auch keine irgendwie auf die Inselbelegstelle. Ja. Ja. Ähm, was habt ihr denn für Bienen? Oder was, welche Bienen magst du am liebsten? Am liebsten, die viel Hm. Honig bringen und wenig Arbeit machen. Und welche sind das bei dir? ähm, Wir sind schon eher Richtung Backfast gegangen in den letzten Jahren. Wir hatten früher eigentlich, wie es bei uns halt auch üblich ist, Carnica, ähm, starke Brutexplosion jetzt irgendwann dann im Hm. April und dann hat das halt irgendwie den
Schwarmtrieb fast immer vorprogrammiert. Deshalb auch im Zuge von der Umstellung dann auf 1,5 sind wir mehr auf Backfast gegangen, haben und hatten dann aber teilweise auch beides parallel. Und du kannst auch bei Carnica schwarmträge Bienen haben, aber ja, also mit beiden gute Erfahrungen gemacht. Ja, sonst haben wir jetzt auch mal eine Königin gekauft, da so eine Varroa-resistente VSR-Königin und solche Spielereien machen wir natürlich dann auch mal und hat da mal was her und vergleicht auch die verschiedenen Betriebsweisen und macht halt dann so auch seine Erfahrungen und sieht dann halt danach, was einem selber am besten passt in der Region. Cool. Ja, ich habe auf meinem Schmierzettel habe ich tatsächlich drauf stehen. Du hattest auf irgendwann mal ein Bild gepostet, wo drauf stand VSH Zuchtmutter oder sowas. Erzähl mal, wie ist die Erfahrung oder was denkst du darüber, jetzt wo du eine hast? Das wäre jetzt was potenziell, wo wir vielleicht nachher rausschneiden müssen. Ja, natürlich eine super teure VSH-Ding gekauft, so Zuchtmutter. Eingewiesen, Kunstschwarm gemacht, war weisellos alles. Die gute Dame hat gelegt, aber nur zögerlich. Sie kam schon relativ spät, irgendwann dann mal im Sommer, obwohl sie schon im letzten Herbst davor bestellt war und sie ist dann immer, das war letztes Jahr irgendwie, da hatten wir doch noch so kalte Nächte im Mai und Juni nochmal und dann wollten sie nicht verschicken und so. Dann kam sie spät, dann wollten wir umlaufen. Sie hat zwar schon gelegt, aber dann nachher waren halt auch schon Nachschaffungszellen drin, soll heißen, sie war schon in Eiablage, wurde dann aber danach abgestochen. Man hat schon gesehen, dass da das Ausräumverhalten ein anderes ist als bei den Bienen. Also es hatte viel mehr Löcher im Brutnest. Wo du intuitiv natürlich die Wabe ziehst und denkst so, was zur Hölle legen die vom Brutnest an? Dann kommt es irgendwie im Kopf, ratter. Oh du, die drauf selektiert, dass die da ausräumt. Macht tatsächlich Sinn, was sie machen. Jetzt haben wir da eben noch nachgezogen von der Serie, hoffen jetzt, dass die einigermaßen gedeihen und jetzt müssen wir dann dieses Jahr mal schauen, wie die so rauskommen. Ja. Wir hatten aber tatsächlich ein Jahr davor, wie gesagt, da in Donaueschingen habe ich auch mal welche bekommen. Die liefen dann aber halt auch so fälschlicherweise ein bisschen mit in der Honigproduktion, dass man mit dem Volk genauso gewandert ist wie mit allen anderen und so. Und es eigentlich halt jetzt auch nicht wirklich getestet hat auf die ganzen Eigenheiten mit der Varroa, sondern dann immer gesagt hat, wieso hat jetzt der nicht so viel Honig und so, dass das dann eher das Kriterium war. Also das war dann auch eher, vielleicht hätten sie tatsächlich auf einen anderen Stand stellen müssen und nicht sie separat beobachten müssen. Aber ja, bei uns ist schon der Fokus eher Honigproduktion und jetzt nicht so nachher die Zuchtbewertung und so. Machen wir natürlich auch, wenn wir irgendwie sehen, da passt was nicht, wird eher aussortiert und so. Und aber das ist dann eher was fürs Alter, wenn das Kreuz kaputt ist, dann werde ich vielleicht Züchter. Das wäre dann das ist auch eine Plus im Obstgarten, das tut es dann noch. Ja, das ist auch eine ganz, ganz andere Nummer, ne? Also ich habe die letzte Session von Markus Gann am Montagabend gesehen. Das ist schon, musst du schon ordentlich rumprobieren. Und er sagte, glaube ich, auch, das ist nicht so, es gibt da auch nicht so viele gute Bücher jetzt drüber. Da musst du ganz viel ausprobieren und selber irgendwie herausfinden und so. Kann mir schon vorstellen, dass das auf der einen Seite Spaß bringt, wenn man dann älter ist, aber dass das eine Menge Zeit frisst und wie viel Völker du dafür brauchst, ne? Um nur irgendwie die Töchter mal durchzutesten und dann hast du von 30 Stück, hast du 2, die nächstes Jahr irgendwie weitermachen dürfen und so. Das ist schon nicht ohne. Ja, und auch die Dokumentation, also das ist das, was mir gerade so Spaß macht an der Imkerei. Also es wird natürlich auch so dokumentiert, aber wir führen jetzt auch keine Stockkarten irgendwie da klinisch wie andere Imker da in den Apps und alles in irgendwelchen Excel-Tabellen, sondern es wird nur auf den Deckel geschrieben, Königin 2020 und da gibt es halt noch besondere Vorkommnisse irgendwie. Ist stichig umweiseln im Sommer oder irgendwie hat viel Honig, hat wenig Honig, dass man so grob weiß.
oder irgendwie bestiftete Zellen oder da nochmal nachschauen. Aber sonst will ich da jetzt keine Bürokratie, wenn ich an Bienen bin, weil die habe ich irgendwie so unter der Woche von Montag bis Freitag und dann brauche ich die nicht irgendwie auch noch am Samstag und am Sonntag irgendwelche Zuchtkriterien und solche Sachen. Aber wie gesagt, kann sein, das ändert sich noch und irgendwann sind wir froh, wenn wir. Das glaube ich, ja. Magst du uns nochmal mitnehmen durch deine Saison? Hast du schon geschieden oder später? Ja, wir haben schon geschieden, jetzt letztes Wochenende. Ich glaube, so früh haben wir tatsächlich noch nie geschieden und glaube auch noch nie so streng. Da gibt es ja auch unterschiedliche Praktiken wie überall, dass die Imker auf sich losgehen. Das wäre meine nächste Frage. Ja, tatsächlich, also dieses Jahr haben wir geschieden, Anzahl Brutwaben plus eine Futterwabe, also Futterwabe im Rand, dann die Brutwaben, Schied und dann halt danach die anderen Futterwaben. Auch weil es jetzt ja die nächsten 10 Tage klar ist, dass es da relativ warm bleibt und sie jetzt eigentlich keinen Futterabriss haben, dann die nächste Zeit, weil wir oben schon oft auch noch ein bisschen Futterkranz drüber hatten. Genau. Und in anderen Jahren haben wir aber schon auch großzügiger geschieden und hatten dann aber die Erfahrung, dass man dann irgendwie jedes Mal, wenn man im Frühjahr zu den Bienen kam, oh, sie werden wieder schwächer, was ja eigentlich vollkommen klar ist, dass sie irgendwie bis Anfang Mai, zumindest bei uns in der Region, irgendwie so Woche um Woche schwächer werden. Und man dann halt da jedes Mal wieder eine Wabe hinten hingehängt hat und sich geärgert hat, wieso sie denn nichts vorwärts geht. Und auf einmal, zack, sind sie explodiert. Da konnte es Absperrgitter und Honigräume geben. Und deshalb haben wir jetzt eigentlich gesagt, wir gehen gleich enger, dann sparen wir uns das alles mal irgendwie damit betrauern, dass es jetzt nicht wirklich vorwärts geht und dass sie gleich eng sitzen, genau. Aber eng heißt trotzdem, dass du hast noch eine Futterwabe mit drinne, sagtest du gerade, genau, oder? Ja, okay. Also Binder wird wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenhauen und wird sagen, machen wir nicht so Futterwabe raus. Keine Ahnung, weiß nicht. Aber du, ich kenne... Da gibt es ja verschiedene Ansichten, wie gesagt. Richtig. Das ist ja auch schön, kann jeder machen, wie er will und auf seine Region angepasst. Ja, aber wir probieren, hier in dem Format probieren wir eigentlich immer irgendwie zu schauen, was bei den Leuten funktioniert und warum sie irgendwas machen und nicht, ob es richtig oder falsch ist. Das magst du wahrscheinlich nicht beurteilen und ich genauso wenig, ob es jetzt besser ist, auf 3 Waben eng zu schieden und dann das Volk auf 3 Waben die ganze Saison durchlaufen zu lassen. Oder ob kein Cheat und lasse doch machen oder setz halt noch eine Futterwabe mit rein oder wie auch immer. Aber cool, schön. So, und dann geht's bei euch los. Erste, sagtest du, Obstblüte ist bei euch? Genau, also wir sind ja in Oberschwaben, ist so lokal recht gut, um so eine Erwerbsimkerei ein bisschen zu führen, weil wir haben schon die Nähe zum Bodensee, also wir sind in einer knappen Stunde am Bodensee unten, wo wir halt irgendwie ein relativ gutes Klima haben, wo es relativ früh schon immer warm ist, wo wir viele Sonnenstunden haben, da eben relativ viel Obst haben. Da sind wir normal dann schon immer in Äpfeln vor allem. Genau, das gibt eigentlich schon oft so eine gute Zarge Honig. Dann wandern wir oft wieder zu uns hoch, also wir sind irgendwie so auf gut 700 Metern. So leisten wir sich schon ein bisschen später alles. Dann kommen wir da in Raps, sind da am Raps. Dann schaut man natürlich, was gibt es an Sommerblüte. Und ist schon immer ganz wuschig. Honig der Wald oder Honig die Weißtanne. Also dann gehen tatsächlich halt so die Spähfahrten schon los und immer irgendwie Kontakt zu anderen Imkern. Wie sieht es da aus und wie sieht es mit Läusen aus dem Schwarzwald, dass man da ein bisschen so auskundschaftet. Weil da haben wir eben halt auch ungefähr so, in 2 Stunden sind wir irgendwie überall im Schwarzwald. So, das ist dann schon immer die Krönung von der Imkersaison, wenn es da was gibt, irgendwie in der Tanne. Wir haben aber auch lokal noch relativ gute Waldrachtgebiete, gerade mit der Fichte, dass es dadurch auch relativ oft was gibt. Genau. Ansonsten haben wir jetzt wahnsinnig viel diese durchwachsene Silvi, die so ein bisschen der Maisersatz ist. Ich weiß nicht, ist die bei euch auch schon verbreitet oben im Norden? Kann ich dir so nicht sagen. Bei uns in der Gegend ist alles Obstbau. Alles.
jede Ecke. Es gibt keinen Quadratmeter, wo keine Obstbäume stehen. Ja, aber für den Imker ja gut, der eng schiedet, gleich Honigräume gibt, oder? Richtig. Ja. Aber ihr wandert mal auch raus in Raps noch irgendwie oder Wald Raps oder? ist, Raps ist schwierig. Also, wenn wir Raps, dann nach Fehmarn, weil der Raps da später ist. Ansonsten ist er hier oben zeitgleich mit der Obstblüte. Und ich ehrlich gesagt, ich persönlich mag gar keinen Rapshonig. Das habe ich wahrscheinlich gar nicht verraten dürfen hier. Eine Todsünde, oder? Das ist doch euer Haushonig, so wie es bei uns die meisten Leute lieben Raps. Nee, meins ist es nicht. So. Nee, aber ich produziere lieber den Honig hier vor der Haustür und verkaufe ihn dann als regionalen Honig hier gemacht, im Umkreis von ein paar Kilometern. Ist mir lieber, als wenn ich jetzt nach Fehmarn, weißt du, Rapshonig, was kostet ein Kilo Raps im Einkauf, wenn du den im Hobau kaufst? 4,50? 4 Euro? Ja, wo den Dreh rum bist wahrscheinlich, ja. So, jetzt lädst du deine Völker hoch, bringst die 3,5 Stunden nach Fehmarn, fährst wieder zurück, fährst eine Woche später nochmal hin nach dem Rechten zu sehen, fährst wieder zurück, fährst nächste Woche wieder hin und dann bringst natürlich auch ordentlich Honig mit nach Hause, aber trotzdem ist mir das ehrlich gesagt für 4 Euro das Kilo vielleicht so. Da gibt es ja auch durchaus Imker, die sagen so, sie machen da halt irgendwas anderes und weil der eben so günstig ist, wie du sagst, kaufst den halt von anderen Imkern zu. Ja. Ja, bei uns ist er direkt vor der Haustür. Wie gesagt, wir haben eigentlich relativ gute lehmige Böden, also da ist halt normal auch eine Feuchtigkeit da, wenn alles passt und dann passt es, ja. Ja. Aber das ist bei uns eher so eine Entscheidung für Regionalität gewesen, anstatt jetzt zu sagen, wir kaufen auch keinen Raps dazu. Bei uns gibt es halt einfach keinen Rapshonig. Es gibt Blütenhonig, Frühtracht und Sommerhonig, den Rest. Und wir haben noch Linde, haben wir hier relativ viele hier. Da kommt eigentlich immer recht zuverlässig was rein. Und dann kommst du in guten Jahren, irgendwie auf deine 50, 60 Kilo pro Volk. Das langt dann auch. Muss ja nicht davon leben, ne? Muss ja keine 100 Kilo pro Volk erwirtschaften. So. Eben. Ja. Eben. So, dann kommt ihr irgendwann aus der Tanne nach Hause und dann wird behandelt. Und bei euch klassisch mit Ameisensäure. Ja, wirklich? Ja, Ameisensäure und Oxalsäure so schon. Ja. Ja, brauchst du dich nicht entschuldigen dafür. Mit der Ameisensäure, also ich sage eigentlich das, was jeder sagt, irgendwie, sie wirkt halt, aber wenn man mal irgendwie ein Volk erlebt hat, wenn du die Ameisensäure reinstellst, ja, das ist echt nicht schön für die Tiere und weiß ich was. Wir hatten auch schon Jahre, da haben wir tatsächlich keine Ameisensäure gemacht, hat auch geklappt. Kommt aber auch, wie gesagt, ganz unterschiedlich drauf an. Also Ableger haben wir auch schon mit Thymol behandelt und so. Ja, sind da eigentlich recht variabel, aber ja, aber ja, das hört man. Ich hoffe, dass jetzt die Oxalsäureverdampfung dann schon irgendwann mal durchgeht. Zulassung, will das schon auch nochmal, ja, eine weitere Möglichkeit sein könnte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Meine Meinung dazu ist, ich finde das gut, das ist ein super Verfahren für die Bienen und wenn es für die Bienen keinen Stress auslöst und gut funktioniert und so weiter, dann wäre es mir auch den Mehraufwand wert. Aber kannst du dir vorstellen, ich habe vorhin auf der Homepage von Randy Oliver gesehen, dass er hat einen neuen Artikel veröffentlicht und da ist unter anderem ein Diagramm drin von ihm, wo er Verdampfung gezeigt hat und gesagt hat, die haben alle 7 Tage, das glaube ich war von einem Kollegen, aber sie haben alle 7 Tage verdampft und haben dann ausgezählt. Und es hat sich über Wochen lang nichts getan. Wenn du alle 7 Tage verdampfst, kriegst du keine Unterbrechung in der Reproduktion der Varroa, der Milben hin. Dann haben sie angefangen, alle 4 Tage zu verdampfen. Und dann hast du gesehen, dass der Trend ganz langsam nach unten ging. Und dann haben sie angefangen, alle 2 Tage zu verdampfen. Und dann war das Thema nach ein paar Tagen dann auch durch, so dass du gesehen hast, dann sind sie gefallen.
Kannst du dir vorstellen, bei über 100 Völkern alle 3 Tage 7 Mal das zu machen? Nee, vergiss mal alles. Da haben wir, glaube ich, alle nicht die Zeit. Also Ja, sowohl die irgendwie im Nebenerwerb nicht, als auch die im Haupterwerb. Also da ich irgendwann habe so immer, ab einem gewissen Grad ist dann ja die Imkerei fast nur noch Logistik, dass du irgendwie deine Bienen umeinander fährst und du fährst die Honigräume umeinander leer und dann wieder voll zurück und so. Irgendwann hm, bist du echt mehr am Fahren als am Imkern, was ein hm, bisschen frustrierend ist. Und gerade bei so Behandlungen, also da glaube ich es tatsächlich auch nicht, aber ähm, auch so der Klimawandel, das Problem, was wir ja schon auch haben, dass sie halt immer mehr durchbrüten überall, dass wir ja, keine klassische Brutunterbrechung mehr haben, dann irgendwie im November da nicht mehr zu Schlag kommen mit der Oxalsäure, dass man einfach dann halt die Brutunterbrechung macht. Im Sommer gibt es ja auch schon ja, Studien dazu, Experimente und da dann halt sagt, entweder träufeln oder halt verdampfen. Ja. ja, ja, als Winterbehandlung und dann vielleicht auch 2 Mal oder so, Hm. aber für als Sommerbehandlung, ich habe das Gefühl, dass das auch in Zeitschriften und in den Medien und in den Foren und so, dass das so als Heilsbringung dann irgendwie wahrgenommen wird. So, wann wird es endlich erlaubt, damit wir endlich, haben wir ein Mittel und so. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, alle 3 Tage, meine Familie killt mich, wenn ich jeden dritten Tag abends 2 Stunden weg bin. Ja. Und das im Sommer irgendwie, puh, Ja, ist und bleibt eine Herausforderung, die ja, Varroa. Also, ja. Okay, aber ihr macht Ameisensäure und dann wird aufgefüttert, die 1,5er so wie sie sind, die anderen zweiräumig genau. Wir haben und da dann, relativ Glück. Wir haben jetzt die letzten Jahre einen relativ großen Zuwachs an so Blühflächen, also tatsächlich irgendwie so Flächenstilllegungen oder so. Oder eben auch da die durchwachsene Silvi, die so eine blühende Energiepflanze ist, die teilweise auch noch im August, September blühen. Und dass wir da eigentlich doch noch relativ gut Pollen und Nektar reinbekommen, irgendwie, was die Völker schon auch immer noch pusht, irgendwie nach so im Spätsommer ein bisschen. Und ja, also die Zeiten, dass man da irgendwie da schon im August groß auffüttert, die gibt es irgendwie auch nicht mehr, sondern dass man halt schon auch so portionsweise gibt, wo hm, man einfach schauen muss, was kommt jetzt noch natürlicherweise rein irgendwie. Honig, Springkraut doch noch und können sie sich da ein bisschen selber einfüttern und dann muss man halt einfach schauen, so ja, im September, was muss man noch zugeben, was nicht und füttert dann einfach nach, was sie brauchen. ja, cool. Das klingt gut. Äh, ja, das war schon deine Saison quasi, ne? Dann kommt noch Restentmilbung und dann geht's wieder von vorne los. So Jetzt, einfach könnte es sein, gell, wenn man ja, sich so ich wollte gerade sagen, wie so 10 Minuten einmal, abgehandelt. ja, ja, noch kein Glas Honig abgefüllt, noch keine Kerze gegossen, noch kein Honig verkauft, aber alles gut so, oder? Ja. Ähm, du sagtest, du kümmerst dich dann ums Wachs. Heißt, äh, ihr habt irgendeinen riesen Wachsschmelzer, mit dem das alles ganz easy von der Hand geht, oder? Ähm, Ja, ja, sind wir auch noch nicht so glücklich so. Da haben wir jetzt auch ein bisschen investiert in den letzten Jahren. Haben jetzt auch so einen großen Deckelwachsschmelzer gekauft, wo man zumindest dann das Deckelwachs gleich mal gut hinbekommt und nachher halt nochmal so zum Filtern durchschickt. Das gibt nachher wieder die Mittelwände, also wir haben dann schon auch eigenen Wachskreislauf, lassen die dann umarbeiten. Ja. Ähm, aber gerade irgendwie, was die Waben angeht, haben wir halt einen Sonnenwachsschmelzer, da gehen irgendwie 12 Waben rein, wo du aber auch irgendwie eine wahnsinnige Arbeit hast. Dann hast du einen Dampfwachsschmelzer, wo du unten einfeuern musst, da gehen aber auch irgendwie nur 12 Waben rein. Mhm. Ähm, äh, Auch noch nicht alles so gut. Da müssen wir mal schauen, ob Ah, da das ist irgendwie gut die zu hören. nächsten Jahre doch auch mal noch eine größere Investition ansteht. Ja, ja. Ja, es ist schön zu hören, dass alle dieselben Probleme haben. Ja, es ist halt auch frustrierend. Also teilweise saß ich dann irgendwie echt schon im Wachs einschmelzen, wenn du dann im Herbst irgendwie 4 Wochenenden lang irgendwie am Samstag feuerst da morgen früh ein und machst dann Feierabend irgendwie um
um 11, weil wenn halt der Wachsschmelzer rennt, dann hörst du halt irgendwie ungern auf und mal sagst dann nicht irgendwie um 5, so jetzt mache ich Feierabend und gut ist. Mhm. Es sind dann schon auch immer recht primitive Arbeiten teilweise, wo du dann, Ja. einerseits ist es gut mal zum Runterkommen, das mag ich auch ein bisschen, dann hörst du halt einen Podcast nebenher und schüttest da wieder deinen Wachs rein und machst irgendwas anderes nebenher, fliegst irgendwie Rähmchen oder so. Aber ja, teilweise muss es auch echt nicht sein und du denkst, Ja. könnte noch ein bisschen mehr gehen, aber wenn du es halt echt nicht im Haupterwerb machst, dann bist du auch irgendwie nicht drauf angewiesen, so finanziell, 100%ig, und dann ist auch teilweise ein bisschen die Scheu da, jetzt da noch groß zu investieren und sagst, jetzt investieren wir wieder ein paar tausend Euro für irgendeinen Wachsschmelzer, also weißt du, schon, du Ja, weißt, was ich meine. total. Ich teile das auch, aber ich habe einige Kollegen, die probieren alles durch Technik zu ersetzen. Und ich kann das verstehen, dass man sagt so, ich hole mir eine Wand und ich habe Hebetechnik, und dann habe ich eine Entdecklungsmaschine, dann habe ich eine Abfüllmaschine und eine Etikettiermaschine und dann drücke ich nur noch ein paar Knöpfchen und pumpe den Honig ein bisschen hin und her und dann ist der nachher fertig im Glas. Ich persönlich glaube eher, dass viele Maschinen wahrscheinlich so wie eine Schleuder, ne? Ich persönlich brauche meine Schleuder irgendwie zweimal im Jahr für ein paar Tage. Ähm, bis ich da, ob ich da jetzt 4 Stunden dran stehe oder 6 Stunden dran stehe, macht bei mir jetzt nicht den Unterschied aus. Ne? Mein Stundenlohn privat ist jetzt nicht, wird es nicht relativieren, wenn ich 12.000 Euro für eine Schleuder ausgebe. Und so geht es dann ja irgendwie immer weiter. Aber Wachsschmelzen ist noch so ein Hassthema, da muss ich irgendwann nochmal bei. Bei jedem Imker, das ist Ja. irgendwie, also, ich habe noch keinen gehört, der gesagt, hurra, heute wird Wachs geschmolzen oder heute nutzen wir mal Rähmchen oder solche Spielereien. Also bei Ja, uns ist ja, das irgendwie auch so, wenn wir sagen, heute wird irgendwie der Waschkessel angeworfen, um da nochmal alle Rähmchen reinzudunken und sauber zu machen. Dann schreit jeder, nee, so yeah. überhaupt keine Lust. Und dann beißt man sich halt irgendwie so 1, 2 Samstage da durch. Ja, So, aber ja, glaube mal ich. was für einen Dienstleister, wo du alles hinbringst. Aber das weiß nicht, ob sich das nachher finanziell noch rechnet. Das ist ja teilweise echt auch so ein Pfenniggeschäft. Ähm, Ja, teilweise denkst du ja echt auch, du würdest die Altwaben am liebsten nehmen, machst irgendwie ein großes Feuer draus und kaufst nachher neu. Wird sich ja, rein theoretisch ja finanziell nachher, wenn du siehst, was du irgendwie Stunden da reinhängst, eher rentieren. Aber wir sind ja doch auch ökologisch gepolt und irgendwie widerstrebt es mir dann auch da, das Zeug zu verbrennen, das ja ja, teilweise noch gut wäre, und dann ja, machst du ja, halt doch wieder, ja. ja, verstehe ich. Dann erklär uns doch noch ganz kurz, wie ihr euren Honig vermarktet, wenn ihr, oder wie ihr ihn erntet. Also du sagtest gerade, ne, ihr entdeckelt, ihr habt Entdecklungswachs, also nicht mit Föhn, sondern Von mit Ga Hand klassisch die Gabel, Oh ja, wo wir okay. schon beim nächsten Thema wären, irgendwie mal Ja, so automatisiert, wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber das macht vor allem meine Mutter noch irgendwie, und die sagt, macht ihr am liebsten Spaß so mit der Gabel und was anderes will sie nicht, also gibt es auch okay. nichts anderes. Mhm. Schon erledigt, und genau, dann schleudern wir den Honig halt. Wir haben in eigentlich allen einen 40 Kilo Hobox. Ähm, der wird dann eingelagert. Mhm. Genau, dann wird also die ganzen flüssigen Honige, also Waldhonig, Tannenhonig, Edelkastanienhonig, die machen wir dann quasi immer durchs Militär. Lassen wir Ja, die frisch raus vor der Vermarktung. Die Blütenhonige, Sommerhonig und Blütenhonig, die füllen wir quasi halt immer so ein bisschen ja, alle 3, 4 Monate machen wir da mal einen großen Riss irgendwie von 3, 4, 5 Tagen, wo man dann halt durchgehend irgendwie Honig cremig rührt, anrichtet, abfüllt. Das ist dann halt auch so mhm. 2 zu 3 wird dann da abgefüllt. Also da haben wir dann tatsächlich auch den nassen Heider, den halbautomatischen, wo du halt dann die Ja, Apfelmaschine tippst und gibst weg. Aber jetzt irgendwie mit Etikettiermaschine haben wir auch nicht oder so. Vermarktung haben wir das Glück, oder habe ich das Glück, dass ich mehr oder weniger so die nachfolgende Generation bin. Mein Vater, meine Mutter und mein Onkel da irgendwie schon die letzten 30 Jahre super Arbeit gemacht haben, und dass wir da eigentlich relativ gute Strukturen haben, dass wir relativ, eigentlich, wir vermarkten alles direkt.
bei uns so ab Haus geht viel, aber dann halt auch viel über so Obstläden, Hofläden, die wir irgendwie Ja, haben bei uns in der Region am Bodensee, zum Teil so Erzeugergenossenschaften, dass wir dann sagen, irgendwie, der hat hier einen Hühnerhof, vermarktet seine Eier in so einem Automaten und da steht jetzt halt auch unser Honig dabei oder beim nächsten Landwirt, der halt so seine Milch vermarktet, steht der Honig und was wahnsinnig wichtig ist, wir verkaufen auch im Edeka, bei uns so im Lokalen, geht auch ein bisschen was weg, aber ist vor allem fürs Image irgendwie wichtig. Bei allen Leuten, die irgendwie, für die ist das eine ganz andere Stufe, die dann irgendwie immer im Kopf haben, der darf ein Edeka vermarkten irgendwie, das ist ein wahnsinniges Qualitätsmerkmal und das wird auch immer angesprochen von fremden Leuten, wenn irgendwie heißt, ja, wie ihr imkert und dann sagen die Freunde, ja, die verkaufen sogar im Edeka und ja, kommen auch viele Leute nachher, die halt da einmal einen Honig mitnehmen und sehen auf dem Etikett, ja, die kommen direkt von nebenan und dann kommen sie halt direkt an die Haustür und holen es da. Also das darf für man einen schon Euro auch nicht weniger. schätzen, so vom Image teilweise, so die Vermarktungsstruktur. Ja. Hm. Cool. Das Ja, klingt gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass bei den vielen Trachten und bei den doch ein paar Völkern kommt da ein bisschen was zusammen und dass da so viel über Hofläden und an der Haustür und so geht. Cool. ja, wie gesagt, also das ist ja schon auch alles so ein bisschen miteinander gewachsen. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch schon das Problem von vielen Imkern. Die haben halt entweder eine hohe Nachfrage und sind die ganze Zeit ausverkauft, was halt auch immer Käse ist, wenn du irgendwie deinen Kunden sagen musst, irgendwie im Ja, Oktober, du, tut mir leid, ich habe nichts mehr, kommst irgendwie nächsten Juli bitte wieder. Da geht dann halt nachher der Kunde nachher zum nächstgrößeren Imker, der halt das ganze Jahr Honig hat. Der ist ja, dann klar. vielleicht irgendwie noch, keine Ahnung, ein bisschen günstiger, ein bisschen besser, weil er halt einen Honig cremiger hinbekommt, was auch immer, oder nur weil er die ganze Zeit liefern kann. Und zack, ist halt der Kunde weg. Und andere Imker, die haben halt wahnsinnig viel Honig. Das gibt es ja auch jetzt immer mehr. Irgendwie Leute, die sagen, ich gehe jetzt von 0 auf 100 Völker, von 0 auf 200 Völker irgendwie innerhalb von ein, Mhm. 2, 3 Jahren. Die haben wahnsinnige Ambitionen. Du kannst ja die Vermarktung gar nicht so aufbauen, wenn du das mal irgendwie Nee. umrechnest, wie viele Haushalte du pro Jahr mit Honig versorgst. Also wenn irgendwie jeder nur 2 Gläser Honig isst, das sind ja wahnsinnige Mengen. Und dass du da irgendwie sagst, in einem Jahr kriegst du da irgendwie Ja, Honig ja, vermarktet von über 100 Völkern direkt im Glas, das ist ja nahezu unmöglich. Dann wundert sich ja, halt auch nicht, dass da irgendwie die Abfüller nachher doch irgendwie immer noch recht günstig mit Honig beliefert werden und so, weil der halt ja, irgendwo doch nachher am Lager drückt und irgendwann mal weg muss. Ja. ja, klar, ja. Ja, stimmt, verständlich. Hast du neben Bienen und Natur noch irgendeinen Literaturtipp für uns? Du hast bestimmt alles gelesen, was irgendwie auf dem Markt da ist. Alleine beruflich, damit du Rezensionen oder Berichte schreiben kannst. So irgendein Geheimtipp? Ähm, Geheimtipp, prima. Jetzt habe ich hier den großen Druck. Ja. Wie wahrscheinlich alle habe ich über den Winter Bernhard Häufel gelesen. Hm. Ähm, Jetzt natürlich omnipräsent irgendwie so, bei allen, aber auch bei mir im Kopf. Super Buch, weil es das bisher so in dieser Form irgendwie, glaube ich, für ambitionierte, auch Nebenerwerbsimker, die so ihre Imkerei ein bisschen professioneller, strukturierter ausrichten möchten, ist eigentlich fast einzigartig, finde ich, so irgendwie auf unserem deutschsprachigen Markt. Drum würde ich das irgendwie jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen professioneller imkern will. Hm. Ähm, Sehe ich selber auch so bei uns, wenn du nachher sagst, irgendwie, du rechnest tatsächlich mal aus, bringt diese Wanderung was, bringt sie nichts. Honigpreis irgendwie durchrechnen, man lügt sich da auch oft irgendwie selber in die Tasche, wir selber Ja. auch, da muss man ganz ehrlich sein. Und da ist das eigentlich, finde ich, ein gutes Werk, um sich auch mal selber zu hinterfragen. Ja. Sonst irgendwie so, ähm, in Anführungszeichen, alte Literatur ist auch immer wieder hochinteressant, wenn man es dann aber halt ähm, teilweise muss man die Denkleistung auch selber übernehmen. Also Karl Pfefferle, Bruder Adam, habe ich irgendwie auch gelesen, so im ersten Lockdown, als man irgendwie so daheim saß und nicht wusste, was man mit seiner Zeit machen soll. Ja. Habe ich auch mal wieder diese ganzen Klassiker gelesen, teilweise zum zweiten, zum dritten Mal. Da muss man aber halt auch immer so die Transferleistung ein bisschen selber übernehmen und
dann mitdenken, dass es oft in der Zeit war, vor Varroa, irgendwie gerade bei Ja, Pfefferle. Ähm, und ja, aber es ist hochinteressant, was die damals schon für Wissen hatten oder auch gerade Bruder Adam. ja. Kann viel mitnehmen, ja. Und man muss das auch in Relation setzen zu den Honigmengen, die für uns heute normal sind. Ne? Ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Ausgeschwärmt, irgendwie sowas, Ausgeschwärmt, Bienen, Zukunft mit Bienen oder so. Und da sind ganz, ganz viele Interviews mit österreichischen Imkern drin. Und wenn du dir da mal die Durchschnittsmengen anguckst, also es ist im Prinzip sind Interviews und dann immer wieder Betriebsweisen, welche Kisten, wie behandeln sie und so. Da sind ganz viele Spielereien bei, aber auch ein paar mit ein paar Mehrvölkern. Und da guckst du dir, also wenn du dir die Durchschnittsmengen anguckst, da sind teilweise Leute bei, die sagen, naja, so, wenn wir Glück haben, 15 Kilo pro Volk über die Saison. Und dann Ja. hast du auch ganz kurze Saisons, ne, irgendwie auf 1500 Meter Höhe oder so. Ich glaube, das muss man auch immer in Relation sehen, wenn man Pfefferle oder Adam oder Das sowas Ding liest. habe Ne? ich neulich auch gelesen, wurde Raimund Zimmer, die Backfassbiene. Und Hm? er gibt eben auch den Tipp, dass man quasi die Wirtschaftsvölker mit einem Ableger verstärken soll im Herbst. Also du nimmst quasi, Ja. du hast den normalen Dadant-Brutraum, das ist dein Wirtschaftsvolk und dann machst du quasi, weil die gleiche Grundfläche haben, hast du quasi Langstrohs drunter und dann hast du da Hm? quasi doppelt und dann kriegst du den so verstärkt. Ja, kannst du heute auch keinem mehr empfehlen, weil halt in der Regel die Wirtschaftsvölker viel vermilbter sind und du normal Hm. nicht so hirnrissig sein wirst, dass du irgendwie da den fast milbenfreien Ableger dann nachher untersetzt. Also das sind schon so Tipps, wo du prinzipiell sagst, macht alles absolut Sinn, aber halt in seiner Zeit. Und heute geht es halt auch nicht mehr. Und selbst bei Ja. Pfefferle fand ich so interessant, dass er halt irgendwie so innovativ war und das alles immer nach und nach verbessert hat und es immer noch Leute heute gibt, irgendwie, die sich immer auf ihn berufen und sagen, Pfefferle hat es damals so geschrieben, man muss das so machen, weil Pfefferle das so gesagt hat. Und dann denke ich auch immer, nee, eben nicht, weil Pfefferle war selber auch so innovativ, dass er irgendwie alles hinterfragt und verändert hat, sobald eine neue Wissenserkenntnis da war. Das könnte jetzt irgendwie sein, der ganze Wärmehaushalt beim Bienen, dass man irgendwie sagt, der Brutraum muss beispielsweise eng gehalten werden, damit die da nicht über 4 Tage ihre Brut wärmen müssen. Also jetzt mal komplett wertfrei, Ja. was ich davon halte oder so. Also könnte zum Beispiel Pfefferle sagen, habt ihr recht, okay, ich gehe jetzt weg von meinem zweizahligen Zander, so wie ich es 20 Jahre lang gelehrt habe und mache jetzt halt tatsächlich auch ein Zadant und Schiebe. Weiß ich nicht, Ja. vielleicht hätte er das gemacht, aber ich glaube es halt eher, dass er das gemacht hätte, weil er so innovationsfreudig war. Und das ist oft das, was man irgendwie mehr mitnehmen kann, auch bei diesen Imkerpersönlichkeiten, was sie so für einen Charakter hatten und wie sie irgendwie so ein bisschen gedacht haben, als nur Ja. diese plumpe Anleitung. Also ich sage auch gerne irgendwie, wir haben hier ein Lebewesen irgendwie mit dem Bienen und wir imkern da an der Kiste und alles ist anders und wir haben irgendwie kein Billigregal, wo wir irgendwie in 8 Seiten blättern und können dann sagen, okay, jetzt nehmen wir das Teil und schieben es in das und nachher kommen da irgendwie 100 Kilo Honig dabei raus. So läuft es halt nicht, ja. Hm. Boris, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Das Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gebracht. hat viel Spaß gemacht, jawohl. Sehr gut, sehr gut. Dann sage ich Tschüss und wir hören uns in der nächsten Folge. Jawohl. Ciao.